Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal Boost Beyond, dein Zentrum für persönliche Finanzen und Selbstentwicklung mit unterhaltsamem Roguelike Gameplay im Hintergrund. Im heutigen Video sehen wir das Spiel Wall World, ein Spiel ähnlich wie Dome Keeper, bei dem man versucht, seinen Mech durch Suche nach Erzen und Upgrades in Minen so weit zu verbessern, um gegen immer größer werdende Horden von Aliens anzukommen und eventuell das Geheimnis der Wand zu lösen. Wie im Spiel möchte ich dir durch meine Erfahrung auf deiner finanziellen Reise und bei deinem persönlichen Wachstum helfen, während wir gemeinsam leveln. Wenn du neu hier bist, drück gern den Abonnieren-Button und wenn es dir gefällt, auch den Like-Button, damit diese Videos mehr Leuten empfohlen werden können. Das heutige Thema wird sein, warum wird alles teurer? Die Wahrheit über Inflation und mehr Geld im Umlauf. Warum kostet der Kaffee, der vor 5 Jahren 3,20 € gekostet hat, heute plötzlich 4,80 €? Ist das alles nur Pech oder steckt da ein System dahinter? Was passiert eigentlich, wenn die Zentralbank einfach mehr Geld erschafft? Und warum fühlt sich dein Gehalt jedes Jahr ein bisschen schwächer an, obwohl du mehr verdienst? Bleib dran! Ich erkläre dir genau, warum mehr Geld im Umlauf fast zwangsläufig alles teurer macht. Zunächst jedoch ein wichtiger Disclaimer am Anfang. Das hier soll keine Finanzberatung sein. Alles, was ich erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Wenn du größere finanzielle Entscheidungen treffen willst, hol dir bitte einen unabhängigen Finanz- und Steuerberater. Okay, Disclaimer ist raus, jetzt wird spannend. Warum wird eigentlich alles teurer, sobald mehr Geld im Umlauf ist? Gute Frage. Das habe ich mir früher auch sehr lange nicht richtig erklären können. Ich erzähle es dir jetzt so, wie ich es mir selbst über die Jahre klar gemacht habe. Ganz grundsätzlich, Geld ist nichts anderes als ein Tauschmittel. Es misst, wie viel du für eine Ware oder eine Dienstleistung ausgeben musst. Wenn plötzlich viel mehr von diesem Tauschmittel existiert, auch die Menge an Waren und Dienstleistungen ungefähr gleich bleibt, was passiert dann? Jeder Schein, jede Münze, jeder digitale Euro wird weniger wert. Das nennt man Inflation. Und die entsteht fast immer, wenn die Geldmenge schneller wächst als die reale Wirtschaft. Und wie kommt mehr Geld eigentlich in den Umlauf? Es gibt da 2 Hauptwege. Erstens, Zentralbanken drucken das Geld, heute meist sogar digital, und kaufen damit Staatsanleihen und andere Wertpapiere. Das nennt man auch Quantitative Easing, QE. Der zweite Weg geht über Geschäftsbanken, die Geld verleihen. Bei jedem Kredit entsteht neues Geld aus dem Nichts. Das ist sogenanntes Giralgeld, das 90 bis 95% des gesamten Geldes in unserer Wirtschaft ausmacht. Wenn du also einen Kredit über 100.000 € für eine Wohnung nimmst, erscheinen diese 100.000 € plötzlich auf deinem Konto und existierten vorher nicht. Diese hat die Bank nicht aus irgendeinem Tresor oder von einem anderen Anleger genommen, sondern einfach aus dem Nichts erschaffen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn mehr Geld da ist, aber nicht gleichzeitig mehr Häuser, mehr Autos, mehr Lebensmittel, mehr Dienstleistungen entstehen, dann muss der Preis für die vorhandenen Dinge steigen, ganz logisch. Sonst würde ja niemand mehr verkaufen wollen. Alle hätten ja plötzlich mehr Geld in der Tasche. Ein ganz einfaches Beispiel, das mir geholfen hat. Stell dir vor, eine Insel mit 100 Kokosnüssen und 100 Muscheln als Geld. Eine Kokosnuss kostet also eine Muschel. Jetzt kommt ein Schiff und bringt 100 weitere Muscheln mit, aber keine einzige Kokosnuss. Was passiert? Die Händler sagen, jetzt kostet die Kokosnuss natürlich 2 Muscheln. Nicht, weil die Kokosnuss plötzlich besser geworden ist, sondern einfach, weil es mehr Muscheln gibt. Genauso funktioniert das in der Realität mit der Inflation. Meine eigene Entwicklung war hier ziemlich typisch. Vor 2018, 19 habe ich immer gedacht, Inflation ist 2%, das merke ich ja kaum. Dann kamen die Jahre 2021 bis 2023 mit 6 bis 10% Inflation in Deutschland. Plötzlich war der Wocheneinkauf 30 bis 40% teurer. Die Miete sprang hoch, Energiepreise explodierten. Da habe ich dann angefangen, richtig hinzuschauen. Warum passiert das? Und je mehr ich verstanden habe, dass die Geldmenge M2 und M3 in den letzten 20 Jahren massiv gewachsen ist,
desto klarer wurde mir, das ist kein Zufall, das ist System. Was kannst du als normaler Mensch nun dagegen tun? Erstens, verstehe, dass Cash und Sparkonto langfristig verlieren. Und zweitens, versuche möglichst wenig Geld in Dingen zu halten, die beliebig vermehrt werden können. Und drittens, auch mit am wichtigsten, investiere in Dinge, die entweder knapp sind, wie Gold oder Bitcoin, oder die wirklich auch Wert schaffen. Also sehr gute Unternehmen, teilweise Immobilien oder auch in deine eigene Ausbildung. Und so habe ich das umgesetzt. Früher hatte ich so 70-80% meines Vermögens wahrscheinlich auf dem Giro- und Tagesgeldkonto. Heute ist es ein Maximalbetrag von ca. 2 bis 3 Netto-Monatsgehältern. Einfach um eine Rücklage für alle Eventualitäten zu haben. Der Rest kommt eigentlich gestreut in ETFs, in einzelne Qualitätsaktien, ein bisschen in Immobilien und bei mir seit 2024 hauptsächlich sogar Bitcoin. Das hat mir geholfen, die Inflationsjahre real Vermögen aufzubauen, statt nur zuzuschauen, wie es schmilzt. Und jetzt sagen natürlich viele, oh, jetzt ist wieder der Bärenmarkt da. Das mag alles richtig sein, aber wir müssen wirklich langfristig denken. Auch dieser wird wieder vorbeigehen und dann sind alle Kritiker wieder ganz still. Und jetzt doch nochmal ein kurzer Realitätscheck. Die Inflation ist ein schleichender Vermögenstransfer vom Sparer zu Schuldner und vom Staat zu denen, die zuerst an das Geld kommen. Und das funktioniert immer, das passiert immer. Und da ist auch ein kurzer Bärenmarkt, kurz, ja, vielleicht ein Jahr oder auch manchmal länger, aber dieses dauerhafte Entwerten bleibt für immer. Das ist immer da. Und je früher man das versteht, desto besser kannst du dich dagegen schützen. Also ja, mehr Geld im Umlauf macht fast immer alles teurer. Es dauert bloß. Deswegen ist es so trügerisch. Es dauert meistens, ja, wenn wir jetzt dran denken, die Inflation oder die Gelderweiterung von Corona, das ist jetzt 5 bis 6 Jahre her. Jetzt kommen erst die richtigen Inflationen zu spüren. Und genau deswegen lohnt es sich, über Alternativen nachzudenken. Was denkst du dazu? Hast du schon mal gemerkt, dass dein Geld gefühlt immer weniger wird? Oder hast du auch Strategien, dieses auszugleichen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Ich werde das Gameplay, wie bei den letzten Malen, noch etwas laufen lassen. Lasst mich gern wissen, ob euch das gefällt und genießt das Spektakel. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.